Hallo und herzlich willkommen zu meiner Videoreihe Meine Nachtgedanken gelten auch am Tage. Heute mit dem Titel Vergebung. Ich habe einige Aufnahmen herausgesucht, die zeigen, wie die Feuchtigkeit aus dem Boden gezogen wird. Nun stellt sich die Frage, kann irgendeiner das, was diese kranken Verbrecher der Natur und allen Lebewesen antun, vergeben? Kann irgendeiner hingehen und das entschuldigen? Was diese kranken Verbrecher innerhalb kürzester Zeit nur allein hier in meiner Umgebung angerichtet haben, ist grausam. Bäume verlieren ihre Blätter im Sommer. Tannen sind nur noch Gerippe, ohne Nadeln. Viele Wiesen sind braun. Allen fehlt das Wasser, das Grundwasser. Gießen nützt nicht viel, das Wasser versickert nur oberflächlich. Die Bodenstruktur ist zerstört und die Oberfläche versiegelt. Tja, und wer ist der Schuldige? Im Falle der Bäume der Borkenkäfer oder irgendein frei erfundener Pilz, den es vorher nie gab. Gut, Schuldige werden ja schnell gefunden oder erfunden. So auch die Wale und alle anderen Meeressäugetiere, die ja mittlerweile sämtliche Ozeane fast leer gefressen haben sollen. Im Gegensatz zu den überwiegenden Teil der Menschheit sind die Tiere intelligent. Sie zerstören ihren Lebensraum nicht. Ganz im Gegenteil. Sie leben in ihm und pflegen ihn. Ein Borkenkäfer geht nur auf kranke Bäume. Doch wenn dafür gesorgt wird, dass es zu viele gibt, agiert der Borkenkäfer seinem Instinkt nach. Und der heißt Überleben. Also, wer vergibt diesen Verbrechern? Die Natur, die langsam verreckt? Oder die Tiere, die kaum noch natürliche Nahrung oder Wasser finden, weil fast alle Insekten und Würmer vernichtet und Flüsse und Bäche ausgetrocknet wurden? Was ist denn Vergebung? Sollten Voraussetzungen erfüllt sein, um zu vergeben? Ist Vergebung gleichzusetzen mit Vergessen? Wenn ja, dann ist der Einzige, der diesen kranken Verbrechern vergibt, nur der, dem alles egal ist. Es gibt Dinge, die entschuldige ich und somit ist das Thema erledigt. Zum Beispiel, wenn mir einer auf den Fuß tritt. Es tut kurzzeitig weh und damit hat es sich. Aber was ist, wenn der mir den Fuß abhackt? Wie soll ich da reagieren? Och, Fuß ist ab. Ist nicht rückgängig zu machen. Thema erledigt. Vergessen. So einfach macht es sich nur der andere Lebewesen absichtlich verletzt. Egal ob physisch oder psychisch oder beides. Ein kleines Beispiel. Eine junge Familie, Vater, Mutter und 2 Kinder, sind im Auto unterwegs und fahren in den Urlaub. Sie freuen sich und sind fröhlich und ausgelassen. Der Vater ist ein vernünftiger Mensch. Er fährt zügig, aber dennoch umsichtig, weil er Verantwortung für sich, für seine Frau und seine Kinder trägt. Ein anderer ist noch auf der Autobahn unterwegs. Ich bezeichne ihn nun mit ein verantwortungsloses und respektloses Subjekt. Er rast wie ein Irrer
und er rast auf der für ihn falschen Fahrbahn der jungen Familie entgegen. Er ist der Einzige, der diesen Zusammenstoß überlebt. Nahezu unverletzt steigt er aus dem Fahrzeug. Er hat innerhalb von Sekunden 4 Leben ausgelöscht. Aber das stört ihn wohl nicht, denn er hat kein Gewissen. Er ist und bleibt auch bei der Gerichtsverhandlung uneinsichtig und auch den Hinterbliebenen gegenüber respektlos. Und so lebt und agiert er weiter wie bisher. Ein zweites Beispiel. Wieder die junge Familie unterwegs in den Urlaub. Ein anderer fährt auf der Autobahn. Möglicherweise ein Berufsfahrer mit sehr viel Erfahrung. Seit Jahren fährt er unfallfrei. Fährt zügig, aber umsichtig. Hinter ihm fährt die junge Familie. Beide werden von einem gewissenlosen Subjekt überholt. Dieses wechselt im geringen Abstand wieder die Fahrbahn. Der Lkw-Fahrer muss scharf bremsen. Die junge Familie dahinter hat keine Chance. Ihr Auto fährt ungebremst unter den Lkw. Der Raser verschwindet. Der Lkw-Fahrer ist unverletzt. Ihn trägt keinerlei Schuld. Doch von der Sekunde an ist sein Leben zerstört. Er macht sich Vorwürfe bis zu seinem Lebensende. Vergebung ist wohl etwas Persönliches. Jeder Einzelne entscheidet, wem er vergibt und wem nicht. Wichtig ist, das Geschehene in sein Leben zu integrieren, egal wie schlimm es war und wie schwer es auch ist. Wichtig ist zu wissen, dass der dir Schlimmes angetan hat und vermeintlich ohne Reue weiterlebt, dennoch zu gegebener Zeit zur Rechenschaft gezogen wird. Nur du selber solltest es nicht tun. In diesem Sinne, bis dahin.